Steigende Zinsen und trotzdem kein Ertrag am Sparbuch. Was kann man da tun? Somit schauen wir jetzt weiter durch die Finger. Naja, am Sparbuch befürchte ich schon. Wir haben uns das Dilemma, siehe das Bild hier, letztes Mal angesehen. Da gibt es ein eigenes Video dazu. Wer das versäumt hat, unbedingt den Kanal liken, Glocke drücken, abonnieren und so weiter. Ihr kennt euch aus. Kurzfassung, Zinsen gehen rauf, aber nur weil die Inflationsrate noch viel stärker gestiegen ist. Das heißt, das, was ich als Zinsen am Sparbuch dazu bekomme, wird durch die noch höhere Inflation auch wieder weggefressen. In einem Jahr, in 2 Jahren kann ich mal weniger um das Ersparte kaufen, als was ich eingelegt habe. Und das ist nicht sehr befriedigend. Na und jetzt verrat's uns einmal. Was kann man jetzt wirklich tun? Ja, dann schauen wir uns mal wirklich konkrete Alternativen an. In der Grafik, die ist auf den ersten Blick ein bisschen verwirrend, aber da sieht man eigentlich alle großen alternativen Anlageklassen, in die man in die letzten 30 Jahre investieren konnte. Und eines vorausgeschickt, fast alle von denen sind deutlich mit mehr Risiko behaftet als ein klassisches Sparbuch, das heißt größere Wertschwankungen und so weiter. Man sieht mal in der ersten Linie, wie sich das Preisniveau in Österreich die letzten 30 Jahre entwickelt hat. Da kommt jedes Jahr einfach die Inflationsrate dazu, das heißt, es wird jedes Jahr alles teurer, die Linie bewegt sich leicht nach oben. Das ist mein Verlust an Kaufkraft Jahr für Jahr über die letzten 30 Jahre. Wenn wir das jetzt dazulegen, die Sparbuchzinsen, um wie viel hat sich der Wert auf meinem Sparbuch entwickelt? Da gab es ja vor 30 Jahren schon noch Zinsen, darum am Anfang steigt diese Wertentwicklung am Sparbuch ganz gut. Zuletzt flacht die Linie ab, weil keine Zinsen mehr dazugekommen sind die letzten 10 Jahre. Fakt ist, über 30 Jahre ist es ein Nullsummenspiel. Die letzten 10 Jahre war es ein Desaster, weil Zinsen niedriger sogar als die Inflationsrate. Und auch mittelfristig dürfen die Zinsen nicht auf das Niveau steigen, wo sich die Inflationsrate aktuell abspielt. Das ist das Problem. Jetzt kommen wir zu möglichen Lösungen. Wenn es darum geht, langfristig Inflationsrate zu schlagen, Inflationsschutz, denken viele vielleicht an Gold. Wir haben da die Performance dazu eingeblendet. Die letzten Jahrzehnte war es zumindest der Fall, dass der Goldpreis stärker nach oben gegangen ist als das Preisniveau in Österreich. Das heißt, hier hat meine Kaufkraft zugenommen. Ich könnte jetzt das Gold teurer verkaufen, als was die Inflationsrate angestiegen ist. Hier habe ich Kaufkraft aufgebaut. Real, Vermögen vermehrt. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, was viele bei Gold oft ignorieren, da gibt es kräftige Kursschwankungen. Wenn man sich die Linie anschaut, das bricht zwischendurch durchaus mal 30%, 35% ein im Preis, so wie auch ein breiter Aktienmarkt, und braucht oft Jahre, teilweise 10 Jahre, um diesen Rückgang im Preis wieder aufzuholen. Tendenziell länger als solche Kursrückschläge die letzten Jahrzehnte am Aktienmarkt gedauert haben. Und da sind wir auch schon bei der letzten Grafik, bei der letzten Linie. Es ist der globale Aktienmarkt. Da ist noch nichts optimiert, nicht der beste Sektor, die beste Branche, einfach nur global Unternehmensbeteiligungen, Aktien, wie sich die im Durchschnitt im Wert langfristig entwickelt haben. Und man sieht, ähnlich wie beim Gold, da gibt es auch kräftige Einbrüche, zwischendurch Kursrückgänge, käme alles, wenn es eine Rezession gibt, eine Krise, so wie aktuell, gehen die Kurse auch auf breiter Front einmal nach unten. Langfristig aber ein schöner Aufwärtstrend. Und wenn man sich die Achse vergleicht, über die letzten 30 Jahre hatte ich mit einem breiten Aktienmarktinvestment, hier ist der globale Aktienmarkt, MSCI World als konkretes Beispiel, fast doppelt so gute historische Performance erzielt als zum Beispiel bei einem Goldinvestment. Und warum hat sich jetzt ein breites Aktieninvestment besser entwickelt in der Vergangenheit? Der langfristige Aufwärtstrend von Aktien und die gute Performance hat im Wesentlichen 3 Gründe. Der erste ist, ich beteilige mich hier an Unternehmen. Das sind de facto Sachwerte. Ob das jetzt Ölfelder sind oder eine Softwareunternehmung oder ein Stahlproduzent oder eher eine Firma, die Solarpaneele produziert. Das sind alles Firmen, wenn, so wie aktuell, die Kosten steigen, höhere Inflationsrate, können gute Firmen entsprechend auch einfach die Verkaufspreise anheben. Das heißt, sie geben die höheren Kosten an die Kunden weiter. Wir spüren es als höhere Inflation. Für die Firma heißt es aber, entsprechend gehen einfach dort auch die Umsatzbeträge nach oben. Sie gibt die Inflationsrate weiter. Das zweite Wichtigere, wenn ich hier global in den wichtigsten Firmen investiert bin, dann vermehrt sich deren Markt ja über die Zeit. Die Weltwirtschaft wächst, die Leute werden mehr, sie werden produktiver, Technologie wird besser. Das heißt, der Gesamtkuchen Wirtschaftsleistung über die Zeit wächst. Damit steigen auch langfristig die Gewinne dieser Unternehmen, die das erwirtschaften. Höhere Gewinne nach 5 Jahren, nach 10 Jahren heißt aber auch, diese Firmen sind mehr wert. Also im Unterschied zu einem Goldbahn, hier kommt laufend jährlich eine tatsächliche Wertschöpfung, ein Ertrag dazu. Das ist auch gleich der dritte Grund. Firmen sind nichts Statisches, da lege ich 1.000 Euro rein, nach 5 Jahren kommen da 1.000 Euro raus. Die arbeiten ja mit dem Geld. Im Schnitt über die Zeit wird hier jährlich ein Ertrag erwirtschaftet, der entweder ausgeschüttet wird, Dividende, das ist ein Ertragsbestandteil, oder der in die Firma wieder reinvestiert wird
und den Wert der Firma steigert. Das heißt, dadurch, dass jährlich hier die Firma einen Mehrwert, einen Ertrag erwirtschaftet, ist es für einen breiten Aktienmarkt nicht schwierig, langfristig deutlich besser zu performen als andere Assetklassen, wo man durch muss, sind entsprechend die großen Ausschläge zwischendurch. Und das gilt auch nur, wenn ich breit gestreut investiere. Einzelne Firmen kann pleite gehen. Die Kür wäre natürlich noch, die Branchen, die Firmen vorher zu identifizieren, die sie noch besser entwickeln werden. Dann könnten die Erträge auch noch deutlich besser ausfallen. Aber das ist eine andere Geschichte. Jetzt müsst ihr aber alles so schlecht wissen, oder? Das müssen wir uns der Tom eingeben. Das hilft so operativ nichts, aber wir haben ein schlechtes Gewissen die ganze Zeit.